Der Traum von China, aber wie günstig ist China eigentlich? Leute, nicht so günstig, wie ihr euch das vielleicht erhofft habt, weil wenn ich mich zurückerinnere an 2008 in Shanghai, habe ich als Praktikantin unglaubliche 700 € verdient und ich konnte mir alles leisten. Meine Wohnung, Essen, Taxi, Ausgehen, Klamotten, es war alles kein Problem. Aber heute, 2026, sieht die Welt hier schon ganz anders aus. Wir waren hier ein bisschen unterwegs und haben mal festgehalten, was hier einzelne Geschichten kosten. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Chinesen sich hier das Leben leisten können und was die hier eigentlich verdienen, dann bleibt unbedingt dran. Reisen ist immer spannend, also nicht nur wegen den schönen Landschaften oder weil man tolle Videos und Fotos machen kann, sondern weil man plötzlich merkt, wie unterschiedlich dieselbe Geschichte erzählt werden kann. Ja, vor allen Dingen bei China. Wenn man in Europa über China spricht, hört man oft von Immobilienkrise, Schulden, Überwachung, Handelskrieg und wirtschaftlichen Problemen. Und ja, vieles davon stimmt. Die Immobilienblase ist geplatzt. Die Bevölkerung wird definitiv älter. Die Wirtschaft wächst längst nicht mehr so wie früher. Und das spüren vor allem die jüngeren Menschen. Immer wieder haben uns Chinesen erzählt, dass der Leistungsdruck hoch ist und dass es aktuell nicht leicht ist, einen guten Job zu finden. Viele von ihnen sind froh, wenn sie überhaupt eine sichere Anstellung haben. Dazu kommt eine Arbeitskultur, die sich deutlich von unserer unterscheidet. 6 Arbeitstage pro Woche sind keine Seltenheit. Wenige Urlaubstage ebenfalls nicht. Auch das gehört zur Geschichte von China dazu. Auf der anderen Seite gehört aber ebenfalls dazu, dass der Wohlstand im Land seit Jahrzehnten gewachsen ist. Noch nie konnten sich so viele Menschen ein Auto, Eigentumswohnungen, Reisen oder Freizeitaktivitäten leisten. Es gibt eine immer größere Mittelschicht, die ihr Geld nicht nur verdienen, sondern auch ausgeben möchte. Und genau das sieht man überall. Und wenn man in China unterwegs ist, zeigt sich ohnehin ein anderes Bild. Neue Straßen, neue Bahnstrecken, neue Städte, alles ist sauber, alles blitzt und alles blinkt. Elektroautos überall, bezahlen mit dem Handy und Unternehmen, die Technologien entwickeln, von denen bei uns viele noch nie was gehört haben. Ja, das Verrückte ist, beide Geschichten sind gleichzeitig wahr. Also China hat Probleme, große Probleme sogar. Aber China ist eben auch nicht das arme Entwicklungsland, das viele bei uns noch im Kopf haben. Und es ist auch nicht die unaufhaltsame Supermacht ohne Schwächen. Je länger man reist, desto vorsichtiger wird man mit den einfachen Antworten. Denn jede Seite erzählt ihre Geschichte. Ja, und genau das liebe ich am Reisen. Man kann sich vor Ort anschauen, wie die Situation wirklich ist. Also nicht, weil man Antworten finden will, sondern weil man lernt, bessere Fragen zu stellen. Und natürlich haben wir uns genau diese Fragen auch gestellt. Also wie funktioniert das hier eigentlich alles? Wer fährt in China überhaupt Wohnmobil? Also wer kauft so ein Fahrzeug? Was verdient man eigentlich in China? Wie teuer ist das Leben wirklich? Also wie viel kostet ein Auto? Wie viel kostet ein Restaurantbesuch? Was kostet Kleidung? Und warum sieht man hier auf den Straßen plötzlich so viele moderne Fahrzeuge, wenn doch gleichzeitig ständig von Krise gesprochen wird? Spannend ist dabei ja auch ein Punkt, den viele in Europa gar nicht auf dem Schirm haben. Jahrzehntelang gab es in China die Ein-Kind-Politik. Also viele Menschen, die heute mitten im Berufsleben stehen, sind Einzelkinder. Und viele profitieren momentan von einer besonderen Situation. Sie sind nicht nur das einzige Kind der Familie, sondern oft auch der alleinige Erbe. Während bei uns häufig Vermögen auf mehrere Geschwister verteilt wird, gehen Wohnungen, Häuser, Ersparnisse oder Unternehmen in China oft an eine einzige Person. Teilweise sogar Vermögen von Eltern und Großeltern gleichzeitig. Natürlich ist das keine Garantie für Wohlstand und längst nicht jede Familie besitzt große Werte. Aber es erklärt zumindest teilweise, warum manche Entwicklungen von außen anders wirken, als sie tatsächlich sind. Dieses Hotelzimmer kostet im Randgebiet von Beijing zum Beispiel 35 € die Nacht ohne Frühstück. Mobil unterwegs sein, in China übrigens sehr, sehr günstig. Diese Karte, 5 Stationen, 32 Cent. 1 Kilo Äpfel kostet hier 1 Euro. Und was kostet es, wenn wir im Supermarkt 1 Kilo Bananen kaufen? 1,61. Wobei, das sind hier 500 Gramm. Waschmaschine zum Beispiel wie diese hier kostet hier in China 899 €. Ein Eistee kostet zum Beispiel 1,64 €. So ein Joghurt hier kostet 3,14 €. Ein Kokos-Latte-Kaffee 1,38 € bei Luckin Coffee.
Und meine neue Mütze kostet 6,30 Euro. Und die gute Westgold-Butter hier, die kostet 4,41 Euro. 250 Gramm. Das iPhone 17 Pro kostet hier übrigens 1.250 Euro. Ja, und wenn ihr total autobegeistert seid und hier so ein kleines Hot Wheel Auto haben wollt, dann 4,80 Euro. 4,80 Euro kostet das hier übrigens auch und das kostet auch 4,80 Euro. Und das gute Maggi 2,14 Euro. Diese Nike Pegasus 42 kosten bei Zalando in Deutschland knapp 100 Euro. Hier in China kosten sie 120 Euro. 20 Euro mehr. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber haben wir solche Dosen auch in Deutschland? Das ist ein Liter oder was? Ich glaube, es ist ein Liter, ne? Wahrscheinlich. 1 Liter. Und der kostet 2,71 Euro. 1 Liter Franziskaner Weißbier. So eine Suppe hier kostet 4,17 Euro. Nutella kostet hier 6,17 Euro. Das Pura 90 von Huawei kostet hier 750 Euro. So ein kleines Törtchen hier kostet 1,12 Euro. Ja, und für alle Harry Potter Fans, ne, die so ein Lego-Schloss sich hier holen wollen, das hier zum Beispiel für 500 Euro in China. So ein Ü-Ei kostet umgerechnet 1,37 Euro in China. Das gute dänische Carlsberg, 2,48 hier für einen kleinen Sechserträger. Das ist aber günstig. Das ist günstig, ne? Das können wir gleich mitnehmen. Ey, das ist ja günstiger als deren eigenes Bier. Also 8 Kilometer Taxifahren kosten jetzt 3,27 Euro. Und der kleine Sportflitzer hier von Xiaomi, der kostet um und bei 50.000 Euro. Museen sind hier übrigens so gut wie fast alle kostenlos. Kostet nichts. Bildung ist hier quasi gratis. Was kosten hier eigentlich Markenklamotten? China ist für viele von uns immer noch das Land der günstigen Produktion. Das Land, in dem unsere Kleidung genäht wird. Das Land, aus dem die meisten Produkte kommen. Und irgendwie haben viele von uns genau deshalb automatisch das Gefühl, dass hier alles billiger sein müsste. Ja, genau das habe ich auch gedacht. Bis wir das erste Mal durch chinesische Einkaufszentren gelaufen sind. Denn dort wartet die Überraschung. Markenkleidung ist hier oft gar nicht günstiger als in Deutschland. Teilweise sogar viel teurer. Eine Jacke von Nike, Adidas oder The North Face kosten hier oft ähnlich viel wie bei uns oder manchmal sogar noch viel mehr. Das kleine North Face Shirt hier übrigens produziert in China kostet 48 Euro. Und da fragt man sich natürlich, ja, Moment mal. Wenn die Sachen doch hier produziert werden, warum sind die denn hier nicht günstiger? Die Antwort ist eigentlich ganz spannend. Für viele Chinesen ist westliche Markenkleidung nicht einfach nur Kleidung. Sie steht für Erfolg, für Status, für ein modernes Leben. Und genau deshalb können hier die Hersteller oft höhere Preise verlangen. Dazu kommt noch, dass sich China in den letzten Jahrzehnten massiv verändert hat. Hunderte Millionen Menschen sind in die Mittelschicht aufgestiegen. Viele verdienen heute deutlich mehr als das Bild, das wir in Europa noch von China haben. Und genau das merkt man beim Einkaufen. Während Essen, öffentliche Verkehrsmittel oder viele Dienstleistungen oft erstaunlich günstig sind, sieht das bei internationalen Marken ganz anders aus. Hier sind übrigens wirklich alle Marken, die man so kennt, vertreten. Alle europäischen, alle westlichen Marken. Hier bekommst du einfach alles. Asics, Fjällräven, Vans, alles. Aber wer hierher kommt, um Schnäppchen machen zu wollen, das geht nicht. Also es ist schon weitaus teurer hier als bei uns, verrückterweise. Was halt günstiger ist, sind die chinesischen Marken. Denn während wir in Europa häufig nur die bekannten westlichen Marken kennen, kaufen viele Chinesen längst chinesische Marken.
Und die haben in den letzten Jahren enorm aufgeholt. Bei Qualität, bei Design und bei Technik. Viele davon kennt bei uns kaum jemand. In China dagegen sind sie längst ganz normaler Alltag. Vielleicht zeigt genau das, wie sehr sich dieses Land verändert hat. Denn China produziert heute nicht mehr für den Rest der Welt. China entwickelt, verkauft und konsumiert zunehmend für sich selbst. Und manchmal merkt man das halt auch an den kleinen Dingen. Zum Beispiel an einer Jacke, die ausgerechnet in dem Land, in dem sie hergestellt wird, teurer ist als bei uns zu Hause. Und genau solche Momente haben uns auf dieser Reise immer wieder gezeigt, wie weit unser Bild von China manchmal von der Realität entfernt ist. Ist ja ganz witzig. Wir fragen hier die Leute, was sie so verdienen. Einige geben uns direkt Auskunft und manche sagen auch nein, danke. Eben im Nike Store haben wir einen Englischlehrer kennengelernt, also ein Chinese, der hier Englisch unterrichtet. Und der verdient für 2 Stunden Privatunterricht knapp 60 €. Das ist schon ein gutes Gehalt hier in China. Das ist nicht so schlecht. Wenn man hier in China unterwegs ist, sieht man viele von diesen Lieferjungs, die hier Essen liefern. Ach, eigentlich liefern die alles. Und die verdienen so um und bei 800 bis 1000 €. Das ist ein ziemlich gutes Gehalt, muss man sagen. Also deswegen sieht man auch relativ viele von diesen Lieferdienstjungs. Und es ist ein relativ einfacher Job natürlich, weil man jetzt nicht so unbedingt viel machen muss, außer halt liefern. Allerdings machen die das halt auch sehr, sehr lange, den ganzen Tag und das 7 Tage die Woche. Wow, so ein Mitarbeiter hier im Lego Store in Beijing verdient 7.000 Yuan durchschnittlich. Wir haben gerade mal nachgefragt. Und das sind wie viel? Ein bisschen mehr als 800 € und damit kann er sich ein Schloss und ein kleines kaufen. Also ein großes Schloss und ein kleines im Monat. Und dann ist das Gehalt weg. Ein Lego-Schloss hat er denn aber zumindest, ne? Ja, Ja. wow. Wow. Wir sind gerade bei unserer neuen Lieblingsbäckerei und eine Mitarbeiterin hier hat mir gerade erzählt, sie verdient im Monat 5.300 Yuan, das sind ungefähr 660 €. Und so ein Mini-Törtchen kostet 1,60 €. Und wenn du hier als Angestellter in einer Managementposition arbeitest, dann verdienst du monatlich ca. 700 €. Und die junge Dame, die hier arbeitet, und zwar 6 Tage die Woche, verdient hier umgerechnet 530 €. Das ist schon echt krass. So ein Taxifahrer, der verdient übrigens um und bei 1.500 €, je nachdem, wie viel er arbeiten will. Aber wenn er normal arbeitet, dann so bei 1.500 €. Aber mit der Option auch mehr verdienen zu können. Bei den Gehältern fragt man sich natürlich schnell, wie das hier eigentlich alles so funktioniert. Und die Antwort ist, die Unterschiede sind riesig. Während eine Verkäuferin im Supermarkt im Schnitt vielleicht rund 650 € im Monat verdient, kann ein Polizist bereits bei etwa 2.000 € liegen. Ein Ingenieur oder Architekt bewegt sich häufig im Bereich von 3.000 bis 3.500 €. Und ein Projektleiter oder Manager im mittleren Management kann durchaus auch über 6.000 € verdienen. Der Fabrikarbeiter verdient also oft deutlich weniger als sein Pendant in Deutschland. Der chinesische Ingenieur oder IT-Spezialist verdient dagegen teilweise schon auf europäischem Niveau. Und der chinesische Unternehmer kann heute genauso wohlhabend sein wie sein Pendant in Hamburg, München oder Kopenhagen. Ja, trotzdem darf man die Gehälter nicht so 1:1 mit Europa vergleichen. Viele Eigentumswohnungen wurden bereits vor Jahren gekauft, als die Preise noch deutlich niedriger waren. Nicht wenige Menschen wohnen in Wohnungen, die der ganzen Familie gehören. Großeltern unterstützen ihre Kinder und Enkel häufig finanziell. Es ist sowieso erstaunlich, wie häufig man hier die Großeltern noch im Familienalltag sieht. Und auch die Lebenserhaltungskosten unterscheiden sich in vielen Bereichen deutlich von Europa. Autos sind auch oft viel günstiger. Restaurants kosten weitaus weniger. Lieferdienste gehören einfach zum Alltag dazu. Und selbst Handwerkerleistungen oder Dienstleistungen sind häufig deutlich erschwinglicher als bei uns. Dadurch wirkt der tatsächliche Lebensstandard oft höher, als das reine Gehalt zunächst vermuten lässt. Ja, und noch was fällt auf. Chinesen arbeiten nicht nur gern für ihr Geld, sie geben es auch einfach gerne aus. Für Reisen, für gutes Essen, für Technik, Freizeitaktivitäten oder eben ein Wohnmobil. Denn genau wie bei uns möchten viele Menschen die Früchte ihrer Arbeit irgendwann auch genießen.
Und es ist nicht so, wie Friedrich Merz sagt. Die Chinesen lieben auch ihre Freizeit. Und das sieht man inzwischen überall in China. Es kann halt nicht jeder von uns Schwein haben. Wobei in China, da gibt's schon eine Menge Schwein.